Hallo Leute zu einer neuen Folge Let's Play and Talk Disco Elysium hier auf Gen X Reloaded. Es ist Donnerstag, der 26. April, 3 Minuten vor 7 und ja, es geht weiter, nachdem wir in der letzten Folge endlich die Leiche untersuchen konnten und ein wenig darüber erfahren haben, was er trägt und so, dass er scheinbar eine Rüstung getragen hat. Jetzt nur noch die Schuhe. Und jetzt geht's halt weiter. So. Unsere Aufträge sind halt, wir müssen noch in den Gewerkschaftsraum. Wir müssen gleich zum Polizeiwagen die Seriennummer überprüfen. Mit Kim sprechen. Den Rest der Rüstung suchen, die Leiche vom Baum holen. Ja. Und die Tätowierungen müssen wir auch rausfinden, was die bedeuten. Gut. Ja, das kennen wir ja schon, unsere Bolzenschneider. Unsere Taschenlampe. So, gut. Und hier. Wir haben einen neuen Punkt. Wo sind wir denn noch am Stellen? Empathie und Suggestion ist immer noch sehr schlecht. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier auf Empathie noch einen weiter. Erhöhen. So, annehmen. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück zum Auto, würde ich mal sagen. So, da ist wieder das Musikstück, was wieder Ärger geben wird, aber naja, was soll ich machen? So. Ja, wir könnten hier auch noch, wo der hingefahren ist, gucken, ob es hier was zu finden gibt, aber erstmal da runtergehen und gucken, was es hier noch gibt. Den Einband dieses Buches zieren eine Rose, eine Pistole und eine halbnackte Dame. Okay. Den Umschlag ist ein von Flammen umgebener, überaus muskulöser Mann abgebildet. Titel des Buches lautet Der Mann von Kilmdal und das Wildfeuer. In meiner Nähe solltest du lieber deine Zunge zügeln, Mensch. Okay, da geht's rein. Ein Buch über Pasteten. Okay. Dieses Buch, du verstehst nicht so recht, worum es darin geht. Und es scheint dir auch nicht wichtig. Okay. Ein Buch über die Kultur der Boyadirus. Es rät zur Freiheit und empfiehlt das Glück, stromaufwärts zu suchen. Und das liest ein Buch über die Zukunft, in der die Regierung mittels Funktechnik die Gedanken der Bürger liest. Ja, das hätten die wohl gern. So, wer bist du? Lalala. Hello, sir. Step right in. The store is open. Ein kleines Mädchen mit roten Pausbäckchen winkt dich mit einem Lächeln herbei, die Nase rot von der Kälte. Hi. Are you interested in a new and exciting book? Die stapft mit den Füßen auf, um sich zu wärmen. Was ist das hier für ein Laden? Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Was ist das für ein Laden? Steht doch da am Buchladen. Oh gut. It's a bookstore, sir. We sell books, postcards, and some board games. It's called Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Okay. Ja, das, was es halt so gibt in einem Bücherladen. Books? Postcards? Easy. Even a kid would know all of this.
Kleine, ich weiß, was ein Buch ist. Bücher sind wie sehr lange Briefe, in denen Geschichten geschrieben stehen. Ja, aber das ist eine sehr seltsame Umschreibung. Nee, es fühlt sich nicht richtig an, diesem Mädchen einen Vortrag zu halten. Ja. Don't be a fool. As an expert, it's your duty to tell what you know to everyone. Hey, ich habe meinen Entschluss bereits gefasst. Sir, are you okay? You've been standing here silently for a while now. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Okay, sir. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. Wie heißt du? My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organising the stock. Das Mädchen starrt die Fenster an, reißt dann aber plötzlich mit einem Ruck die Augen auf, als erinnere sie sich an etwas. Feel free to step in and browse our wares. Du stehst hier draußen in der Kälte, weil... I'm signalling that the store is open. Otherwise people might not know. They'd miss out on the crime, romance and biographies of famous people. Nee, kann ja nicht über den Kopf tätscheln. Vielleicht sollte ich ein Wörtchen mit der Ladenbesitzerin wechseln. Oh no, sir. I'm happy to help Mum by luring in customers. Besides, I have some hot juice in my vacuum bottle to keep warm. Solltest du nicht eigentlich in der Schule sein oder so? I do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running. Ist die Schule nicht wichtiger als das hier? Mum says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. Mhm. There is stress and unease behind these words. She's reciting etiquette. Wie laufen die Geschäfte? Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed. Verflucht? Wie meinst du das? Cursed in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go... Sie sucht nach dem richtigen Begriff. Bankrott? Exactly. But we've been doing fine so far. Na, das hört sich ziemlich ernst an. Ich sollte mir das wohl besser genauer ansehen. We can go into the bookstore and ask about the case, but I don't see much more to look into here. Der Lieutenant notiert etwas in seinem Notizbuch. Yes. Please do also look at our wares inside. The postcards and board games are there, sir. Was weißt du über die anderen gescheiterten Geschäfte? Nothing really, sir. Mum doesn't allow me to sneak around in the back rooms or the cellar. I don't really know what's there. Wie manifestiert sich dieser Fluch? It does not manifest itself in any way. It does not exist. I liked it better when we were talking about whether it's appropriate to stand out in the freezing weather. Aber Kim, die plasmatischen Manifestationen. No such thing. Der Lieutenant steht ernsthaft und nachgiebig neben dir. Anything else you wanted to talk about, sir? Ich streiche mir übers Kinn. Sprechen wir nicht mehr vom Fluch. Vorerst. Maybe I can tell you about some of our books instead. Was hat es mit diesen Krimis auf sich? Crime fiction is about murders or burglaries or things like that, and the work of a policeman or a private detective who's trying to solve a crime and catch the criminals. Okay, kapiert. Auf modernen Kriminalroman fahren die Leute ab. And it's kind of like a puzzle too. You can guess who the criminal is or how the good guys are going to catch him. Ich bin übrigens selbst ein Polizist. You don't look much like a policeman. Sie mustert mich, als würde sie da etwas suchen, das darauf schließen lässt, dass ich Polizist bin. Naja, wie sieht ein Polizist denn aus? Didn't mean to offend, sir. Sorry, sir. It's just that you don't look like Dick Mullen. Sie zeigt auf ein Einband, auf dem du ein Bilderbuch-Officer
Officer aus Vespa siehst. Er steht mit grimmiger Miene über die Leiche einer Frau. Wie früher war ich genau wie dieser Mann. Dann habe ich mich entschieden, ein bisschen zu leben. Weißt du, niemand sieht wirklich aus wie der Typ auf dem Bild aus. Das ist nur eine dämliche Fantasie von einem Mann. So oder so, der Körper ist bei der Polizeiarbeit nicht entscheidend, sondern vielmehr, ich deute auf meinem Kopf. Meine Güte, schaut sich meiner den Typ an, ich werde so gut wie Mullen sein. Ich dachte, das ist mein Name. Hat er mich nicht so genannt oder war das ironisch, weil Dick Mullen halt so ein Vorzeigepolizist ist? Ja, und im Prinzip war ich ja mal so. What's that mean? Ach, du weißt schon, sich von seinem Fesseln befreien, mal richtig die Sau rauslassen, Dampf ablassen. And stuff. And everything's better now, sir? Nein, Why is that? schau mich doch an. Eine grässliche Bestie, ein Abklatsch eines Bullen, eine Schande. Ein Mann kann nie wahrhaftig glücklich mit sich selbst sein. Das wirst du verstehen, wenn du älter bist. Oh Gott, ich habe das gehasst, wenn das früher gesagt wurde, als ich noch Kind war. Ja gut, ein Mann kann nie wahrhaftig glücklich mit sich selbst sein. Oh, okay. I shouldn't have said that thing about Dick Mullen. Ich wollte noch etwas anderes fragen. More about books, maybe? Wer sind diese Berühmtheiten? Oh, kings and queens and generals of old, or artists and writers, or musicians, those kinds of people. There's usually something extraordinary about them. Kratzt sich an ihre kälteroten Wange und fährt dann fort. I think that's why people read them, to find the secrets of their fame. Seems like most people who read those books fail to get more famous from reading them. Sie zu lesen macht die Leser nicht berühmter, oder? But it does make the famous people more famous. Sie lächelt fröhlich. Berühmt zu sein hört sich ausgezeichnet an. Vielleicht schreibt jemand eines Tages ein Buch über mich. Berühmtheit ist etwas für eingebildete Leute, da habe ich Besseres zu tun. Diese Berühmtheit hören sich für mich wie ein Haufen Trottel an. Why would they do that, sir? Weil ich ein Superstar-Bulle sein werde. Die Presse wird sich auf mich stürzen, dann werden sie schon sehen. Ja, warum eigentlich? Ich bin nur ein alter müder Bulle. Überhaupt zu irgendwas gut? That's so cool. Maybe they'll make you a book cover picture and everything. Standing over a dead body, holding a gun. Okay, tschüss. Man sieht sich, Annette. Annette, halbe Stunde. Bei mir kann es doch eine ganze werden, Baby. Ja. Gut. Nun gehen wir doch mal rein, wach. Achso, ich kann ja erstmal hier. Komm mal mit. Ich schnack erstmal mit dir. Aber musst du ja nicht so genau mitkriegen. So. Yes? Erzählen Sie mir von dem Fall. What do you want to know? Buchstäblich alles. Ich kann mich an nichts erinnern. Ah, yes. The case brief you missed. Now I remember. Kurz, ja, klingt gut. 3 days ago, the RCM Emergencies Desk received a report about a security guard who was found hanged in Martinez. An anonymous caller said there was a dead body behind the Whirling in Rags hostel cafeteria. The cadaver had been there for 4 days. No one had come to investigate. During that time, the victim had been stripped of his belongings. The caller did not identify him, but used the word lynching. There is an ongoing labor dispute between the local dock workers and the logistics company Wild Pines. I was told we should approach the death as part of this dispute. Warum mussten wir nichts über den Anrufer? They didn't identify themselves in any way. The tone was muffled using a device of some sort. The desk could identify neither the caller's age nor sex. Und warum wollte der Anrufer nicht erkannt werden?
There's a strong prejudice against involving the RCM in what's seen as union matters. The dock workers' union is the de facto police in Martinez. Now it appears they've started executing too. We cannot allow that. Natürlich, jetzt verstehe ich alles. Just to be clear, we are police officers. It's our job to find the killer. That's the case. Uncover and arrest the killer. Okay. Good. Supidupi, dann ist das auch erledigt. Müsste jetzt ja hier stehen. Die Wasserzeichnung haben wir schon gemacht. Gut. Gut, hier machen wir eine Schnellspeicherung. Ah ne, nicht ganz da oben gehen. Dann geht's erst da rein, dann lesen wir das gleich. Oder wir gehen erst wieder zurück. Geschenkbücher und geschmolzene Süßigkeiten. Alte Sportmagazine versteckt in einer dunklen Ecke. Eine Rezeptsammlung der Nationalgerichte Aders. In einem Seeforell enthalten. Ader? Sind wir jetzt im Herr der Ringe-Universum? So, was ist hier? A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. Ich sehe mir den Stapel mit Viral-Produkten an. An endless variety of source books, law books, and codices litter the table. The topmost book is titled Welkin Compendium, 2nd edition. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, The Hunters of Catawak, Boreal Creature Compendium, and a Pick Your Path adventure game book titled Tales of Wirral, Cavern of Velkrag. Okay. Books in a board game section? Who wants to read books? Spricht mich hier irgendwas an? There's a box that says Wirral, 3rd edition Mega Setting Supplements Module. The side panel notes, a fantastique adventure board game, new maps and miniatures. A sticker on it displays 25 real. Ja. That price is steep, but then it's the 3rd edition Mega Setting Supplement, so it makes sense. Okay. Ja, ich habe keine 25 Real. Gut. Dann schnacken wir mal eben mit der Mama. Welcome to Crime, Romance and Biographies of Famous People. My name is Plaisance. Die Verkäuferin begrüßt mich. Be welcome, and please take responsibility for the energy you bring into this space. Bevor wir etwas über etwas anderes reden, scheint nicht am Hungertod zu sagen. Könnten Sie mir ein wenig Geld geben? Ich habe das Gefühl, dass es später keine Gelegenheit geben wird, Sie darum zu bitten. Ja, nee. Meine ich. Sie sind also die Inhaberin dieses Ladens. I am. The proudest owner of our little shop of culture. Ihre schrille Stimme kommt dir bekannt vor. Du hast bereits mit ihr geredet über die Sprechanlage. Das ist Ihre Tochter, die draußen vor dem Laden steht, oder? Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper girl? Ja, natürlich. Wonderful. Did you talk to her? Ja. Great. On a scale of 1 to 10, how compelled were you to buy books after talking with her?
Bewerte andere Menschen nicht auf einer Skala. So etwas mache ich nicht. Come now, it's not personal. It's about proper sales practices and market research. I expect an answer. 10. Sie ist wirklich höflich und hilfsbereit. My precious, her dedication brings joy to my heart. If you have children, I hope they turn out as great as my Annette. Okay, wechseln wir das Thema. Ich finde es nicht richtig, wie sie mit ihr umgehen. Mind your own business, sir. In our society, people don't get to tell each other how to raise their children. It's none of your or anyone's business. Denial is the way she copes with criticism. Okay, wechseln wir das Thema. Weil den freien Markt auflösen, Kinderarbeit, ja, Kinderarbeit abschaffen schon, aber den freien Markt. The woman before you scans the store, Hat her die FDP ja nichts shoulders mehr zu rigid tun. and tense. Every now and then, she nudges her glasses. Das Mädchen vor der Tür hat erwähnt, dass der Laden verflucht ist. Cursed? Who said that? Annette? I will have a word with her. This place is not cursed. It has a robustly magnetic energy. Good for commercial activity. My business is thriving, sir. What in God's name is she talking about? Ja. You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange cage-like trinket dangles from the curtains. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Was befindet sich hinter diesen Vorhängen? Nothing. Now please go back to browsing the books. Don't you feel compelled to look at the books? The books are all you care about. She speaks almost as if she's trying to put a spell on you, urging you to buy more books. Ja, die klingt ja auch ein bisschen wie, als käme sie von Hogwarts. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. Du untersuchst das seltsame käfigförmige Ding. You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Inside, a disturbing fish head with empty eye sockets stares at you. This is a traditional Seminese ward, meant to provide protection against ill luck, bad dreams, curses, and other supernatural scourges. Und wer sind die Seminesen? Inhabitants of Île de Fantôme, the Seminine Islands down south. Okay. Aside from poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fish head charm at this time. The curtains remain shut before you. Ich habe keinen Durchsuchungsbefehl, kriege Ärger. Gut, dann schauen wir uns mal oben um. Hoppidi, 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 hopp. These shelves are overburdened with books from the same series. You see the name Dick Mullen over and over. A couple of spook novels hide amidst all the detective books. Thrilling tales of spycraft and daring-do. Ich sehe mir die Bücher an. Crime fiction is a disgrace. An asinine misrepresentation of the physical attributes of the arduous everyday work of actual police officers. These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads and eliminate dead ends. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year coming into contact with people during the worst days of their lives. No. Not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. Now, would you like a list of all the books found on the shelf? Oh Gott, nein. Shelves filled to the brim with crime novels featuring the supposedly stalwart Vespertine detective, Dick Mullen.
Altmodisch aufgemachte Bildbroschüre. Sehr farbenfroh. Okay. Es ist das große Buch der faschistischen Magie. Ziemlich offenherzig. Der faschistischen Magie. The plaque on the shelf reads, Biographies of famous people. You see a large variety of names, none of which ring a bell. Irgendwas Außergewöhnliches auf diesem Regal? I would say... the greatest innocence. Yes, most certainly. It's an important educational tool, delving into the depths of history, religion, and their relation to innocentic power. Wer oder was sind denn Schuldreine? A very influential historical figure. But surely I don't have to tell you that. You're a law officer, and law officers have at least some education. The book is also very daring. The author aims to re-examine the universal understandings of the innocentic system, creating a fresh vantage point and a shift in the tired order of things. Also würden Sie es mir empfehlen? Certainly, it's prudent for a person to have at least an elementary understanding of history and society. Imagine the chaos we'd be in otherwise. You feel like you should get this one. Definitely. It's important somehow. There's something personal inside. Na, kann ich mir noch nicht leisten. Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. They're held up by small pins. The board has come loose from one corner. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinez. Ich betrachte die Karte von Revachol. The north coast of a verdant island is shattered by the delta of a river. It is the River Esperance. Countless bridges put the shards back together, connecting city blocks to river islands. La Delta says a great artificial heart in the center, teeming with life forms and construction. Okay. To the east, rolling hillsides, Le Jardin, Stella Marie, the suburbs of Saint-Baptiste, swallowed up into the megacity. They sound rich to you. This is Revachol East. Und westlich vom Fluss? Hudon, it's somewhere to live. Not bad. Then there's Jamrock. It's bad. People shouldn't live there, but they do. Then Forberg. It's almost as bad, and much larger. Then Coal City. It's the worst. Und Martinez? It's so small you can't even see it on the map. No, wait. There it is, north of Jamrock, the strip of coast next to the Greater Revachol Industrial Harbour. It looks downright despondent. It's almost Coal City, to be honest. Okay. No, this is somewhere to be. This is all you have. But it's still something. Streets and sodium lights, the sky, the world. You're still alive. Okay. Ich betrachte die Karte von Insulinde. This large map displays archipelagos. You see a constellation of small dots on the light blue emptiness of the Insulindic Ocean. The largest in the northeast is La Caillou. You are here. Another far away in the southwest, Seminese Islands, Ile de Fantôme. Und sonst? Also Licalou. Okay. Ozon, Laurentide, Face à la Mer, Archipelagos, North Arcade Islands, all just specks of dust on the vastness of the Insulindic. On the edges of the map, the color fades into a blur of dotted lines, black and white, disintegrating into mathematics. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou in a bookstore. It's you. You can, on Caillou, Revachol, a single black star, on Ozon, Fondelier, and Vilmandoux, on archipelagos, Croyan Moran, Villiers, on Seminine,
Olduvai, and on Laurentide, Deora of the Seven Seas. Was sind das alles für Namen? 850 million people live on these little dots. What? An oceanic world of culture and commerce torn apart by history. Ui, 850 Millionen, das ist aber schon ein ganzer Batzen. Ich betrachte die Ränder der Karte. The ocean breaks apart into a tangle of cosines and azimuths, all pointing into pale nothingness. Windy is the north azimuth. Grad is the northeast azimuth. Samara is the east azimuth. Seo is the west azimuth. Isolas, they're called. Okay. Connections to other worlds. Words past the Insulindian, unknown to you. You only know you've never been there. You have little idea what they are. Distant stars, gods, but looking at them makes you feel almost non-existent. Whatever they are, the Isolas are immeasurably large compared to you, and very, very far away. Alles klar. Perhaps they are gods, gods of distance and outer dust. Du betrachtest die Karte von Martinez. It's not really a map, it's a tourist thing. A picture postcard with buildings on it, drawn from an isometric perspective. A date in the upper right corner says 48. Also vor 3 Jahren. Still, it's detailed. Could be pretty useful for scouting ahead. You see the jagged boxes of an industrial harbor, even the whirling in rags there. Kann ich diese Karten kaufen? I'm sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two are not for sale anymore. And besides, you could scarcely afford them. Pff, Dankeschön. Ja gut, hast aber auch nicht unrecht. They're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 cents, though. Warum ist die von Martinez so billig? That old thing? It's an out-of-date map of a tourist location that never was nor came to be. From when some design studio people tried to spruce the place up 4 or 5 years ago, they also renovated the horse statue, set up those coin-operated viewers, and designed the new street lamps. The place does not look like a successful tourist trap, does it? Nicht wirklich. Was ist dann passiert? They didn't get that far, for some reason. A shame the project never got going. Would be nice if someone fixed Martinez up. All these ruins are bad for business. Ja, nee. So, was haben wir hier noch? Noch ein langweiliges Buch. Wurde einfach hier abgelegt. This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural literature. Ich sehe mir die Bücher im Regal an. Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias W. Dundas. It's about wholeness, unity, balance. These 3 things are very important to the working class mind. The point of the book, and many others on this shelf, is to give people medicinal advice in situations where they don't have access to paid health services. Wie funktioniert das? It serves platitudes, while also telling everyone that traditional medicine, the kind people don't have access to, and which costs more than this book, is garbage, and would only give you cancer anyway, without even curing your cold or anything. Wholeness, unity, balance, on the other hand, can basically take care of anything, though it is important to note. When it's up to your mind to heal yourself, then it's because of your mind that you're ill in the first place. Was steht sonst noch in dem Buch? The book features chapters on topics such as how to find magnesium. It even lists plants you can harvest magnesium from. How to continue drinking if you're an alcoholic who has destroyed his liver. And Na super.
There's even a chapter on the ancient Seraïs tradition of using duck gallbladder preservatives to treat and prevent sexually transmitted diseases. Pre- and post-factum apply. Nothing worth buying. Okay, danke. Alles klar, dann haben wir das hier erledigt. Haben jetzt auch die halbe Stunde wieder gut um. Weiß doch jeder, dass das Interessanteste an den Faschisten ihre Magie war. Ja. Ich weiß nicht. Gut. Ich würde dann sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Ich danke sehr fürs Zuschauen. Und ja, ihr könnt mir in den Kommentaren hinterlassen eine Nachricht, ob ich den Vorhang gleich einfach aufreißen soll. Oder lieber nicht. Weil, naja, ich kann natürlich nur nach unseren hier herrschenden Gesetzen gehen und da bräuchte ich ja wahrscheinlich erst einen Durchsuchungsbefehl. Aber wie gesagt, lasst mir mal einen Tipp da, ob ich es tun soll oder nicht. Und ja, wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge. Und bis dahin alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Toby.